Wenn ihr ein mechanisches System behandeln wollt, soll als erstes sein, ein Freikörperbild des entsprechenden Systems zu erstellen. Wie das überhaupt geht, zeige ich euch in diesem Video, gleich nach dem Intro. Ein Freikörperbild ist ein wichtiges Element der Statik. Deswegen sollen wir erstmal festlegen, worum es dabei geht. Der Freischnitt eines statischen Systems dient dazu, wichtige Elemente der Statik sichtbar zu machen. Dabei wird gedanklich ein Schnitt durch das Bauteil aufgebracht und die innere und äußere Kräfte in einem Bauteil ermittelt. Sein Erstellen wird vereinfacht durch das dritte Newtonsche Gesetz. Dieses Gesetz, noch als Wechselwirkungsprinzip bekannt, besagt, dass Kräfte immer paarweise auftreten. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus, die Axiokraft, so wirkt eine gleich große, aber entgegengerichtete Kraft vom Körper B auf Körper A. Das wäre die Reaktionskraft. Kurz gesagt, Axiom gleich Reaktion. Das ist das dritte Newtonsche Gesetz. Ich habe hier ein Beispiel, um das Ganze näher zu verdeutlichen. Wenn jemand, den nenne ich Körper A, an eine Wand drückt, wann ist hier der Körper B, dann wiegt zwischen den Körpern Kräfte nach der Aktio-Reaktio-Prinzip auf. Daher lässt sich der Freischnitt dieses Systems wie folgt zeichnen. Dabei werden die Aktio- und Reaktiokräfte F angetragen und sind gleich groß, aber entgegengerichtet. Wenn man dieses Prinzip kennt, dann lässt sich nochmal zwischen inneren und äußeren Kräften unterscheiden. Der Unterschied ist ganz klar. Die äußeren Kräfte sind Lasten, die als Aktion auf das untersuchte Tragwerk anwiegen, und die Reaktionskraft mit dazu. Im Gegensatz sind innere Kräfte die Wirkung von äußeren Kräften im Inneren des Bauteils. Schauen wir uns das mit einem praktischen Beispiel an. Stellt euch vor, ein Auto fährt auf der Straße und hält auf einem Berg an, wo es abgestellt wird. Handbremse gezogen, Auto aus, Kupplung losgelassen und der erste Gang angelegt oder den Leerlauf. Angenommen, das wäre unser abgestellte Auto hier. Dann haben wir das System Autostraße. Wollen wir dieses System freischneiden, um die äußeren Kräfte anzuzeichnen, müssen wir das System realitätsnäher modellieren. Für dieses System habe ich die Straße mit Berg runter mit einem Dreieck modelliert und das Auto mit einem Rechteck mit zwei Kreisen für die Reifen modelliert. Somit hat man unser System mechanisch modelliert. Nun soll das modellierte System freigeschnitten werden. Erstmal, um äußere Kräfte frei zu machen und dann innere Kräfte. Wir wollen das Auto untersuchen. Zu den äußeren Kräften gehört die Gewichtskraft des Autos aus seinem Eigengewicht, welche immer parallel zur Erdbeschleunigung ist und sein sollte natürlich. Da die Reifen einen Kontakt zu der Fahrbahn haben, entstehen Kontaktkräfte N1 und N2 zwischen den Reifen und der Straße. Diese sind immer senkrecht zu der Kontaktfläche. Deswegen heißen sie auch Normalkräfte bzw. Kontaktkräfte.
Diese äußeren Kräfte werden mit Lagerreaktionen ermittelt. Das werde ich euch in einem weiteren Video zeigen. Die innere Kräfte oder noch Schnittkräfte genannt, werden berechnet, indem ein Schnitt in dem zu untersuchenden Modell gemacht wird. Damit lässt sich Kräfte in einer beliebigen Stelle im Bauteil ermitteln. Dabei werden zusätzliche zu den äußeren Kräften die Schnittkräfte, wie zum Beispiel die Normalkräfte N auf beiden Seiten des Körpers, die Querkräfte Q und die Momentenkräfte M angetragen. Wie Schnittgrößen berechnet werden, werde ich euch in einem separaten Video näher erläutert. Ich hoffe, dieses informatives Video konnte euch einen kurzen Überblick geben, wie ein Freikörperbild erzeugt wird. Lasst mir einen Kommentar, schaut euch einfach weitere Videos auf dem Kanal und lasst mir einen Daumen hoch. Das kostet euch nichts und das motiviert mich noch, mehrere Contents für euch zu erstellen. Danke von mein Study-ing, dann Tor zur Welt der Ingenieurwissenschaften.